Wenn Sie 55.599 Euro zu viel haben, ja, dann bekommen Sie diesen Etrusco CV 600 dB, ja, 2,3 Liter Hubraum und 140 PS in Grau, nicht weiß, in einer absoluten Trendfarbe von einer Marke der Hymer-Gruppe mit einer richtig tollen Ausstattung. Hier ist Jürgen Jung, ich grüße dich herzlich. Hallo Sven. Ja, du bist Elektromeister und die Fahrzeuge haben es dir angetan, denn Qualität, ich sag mal, das lässt sich nicht so einfach, widerlegen. Die Etrusco-Fahrzeuge sind wirklich gut. Ihr habt die in der Vermietung mittlerweile. Genau, wir haben die in der Vermietung und da sehen wir immer sehr schnell, ob Fahrzeuge gut sind, welche Kinderkrankheiten sind. Es gibt in den Fahrzeugen und was man gegebenenfalls verbessern muss. Und da kann ich nur sagen, die Kastenwagen wie auch die integrierten und die teilintegrierten von Etrusco sind sehr, sehr gut. Ja, der hat jetzt etwas mehr, das heißt 600 bedeutet 6 Meter Länge. Ich guck mal kurz, Jürgen. Genau, der hat 6 Meter Länge, hat ein Querbett hinten drin, also ein Doppelbett DB, Doppelbett quer, hat eine Markise, hat eine Sattanlage drauf, eine Solaranlage drauf, eine Dieselheizung, Navi, Radio, Rückfahrkamera und Alufelgen. Ja, wir schauen uns das Fahrzeug mal an. Type X bedeutet, ich habe eine sehr weiße und sehr italienisch schicke Innenausstattung. Das werden wir gleich mal sehen. Das fängt schon an beim Bodykit hier vorne. Das ist hochglanzlackiert. Es ist nicht der ganz normale, einfache Stoßfänger. Nein, es ist kein einfacher Stoßfänger, der ist halt insgesamt beim Kunststoff grau und das mittlere Kühlergrill ist halt hochglanzlackiert, was sich auch nachher beim Reinigen deutlich besser reinigen lässt, wie wenn der matt ist. Matt wird immer mit der Zeit grau, weißt du selbst. Und das ist bei dem hier sehr schön optisch gemacht. Ja, die Farbe. LED-Scheinwerfer hat er auch. LED-Scheinwerfer mit drin. Ja. Die Farbe ist sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Er hat, ich sag mal, ein graues Design. Man sieht so ein bisschen, da hinten ist ein weißer dahinter, der ist weiß und der ist so grau, wie man das kennt von, ich sag mal, hochwertigen Fahrzeugen, die es gibt. Und man sieht sehr, sehr schön im Vergleich, wenn man mal direkt den weißen hier daneben hält. Der ist nämlich jetzt hier vorne ein teilintegrierter von Etrusco. Dann sieht man auch mal ganz deutlich den Unterschied, Jürgen, wenn du mal kurz kommst, hier auf der Kamera guckst. Denn ansonsten haben wir ja keinen Vergleich. Rechts ist weiß, links ist grau. Genau, man sieht also schon deutlich den Unterschied. Das Weiße ist eben schneeweiß und der Graue ist halt, wie du selbst sagst, diese Modefarbe, die es im Moment im Pkw-Bereich ganz stark gibt. Bei Audis, bei Mercedes, bei BMW ist das die Trendfarbe, die im Moment halt sehr stark nachgefragt und gekauft wird. Und so hatten sich auch die Wohnmobilhersteller dem angeglichen und angepasst. Und ich finde auch mit der Optik, mit der Beklebung, das ganze Fahrzeug sieht sehr sportlich, sehr hochwertig, sehr optisch sehr schön aus. Und das Ganze auf eine Länge von 6 Meter. Ja, es ist drin eine Kombi D von Truma. Das bedeutet, ich heize wirklich mit Diesel. Das heißt, der Gasverbrauch ist extrem niedrig, weil ich das nur noch zum Kochen brauche. Und das besonders auch noch der Kühlschrank ist auch ein Kompressorkühlschrank, der drin ist. Das heißt, auch der geht mit Strom. Trotzdem habe ich vollwertige Gasflaschen mit drin. Die muss ich natürlich nicht alle mitnehmen. Genau, also ich habe die Möglichkeit, 2 11-Kilo-Flaschen mitzunehmen fürs Kochfeld, was ich aber nicht brauche. Wenn ich das nicht möchte, das ist immer eine persönliche Einschätzung, was man braucht und was man nicht braucht. Jedenfalls ist das Fahrzeug so, wie es jetzt hier steht, mit der Solaranlage im Prinzip komplett autark. Ich habe eine Dieselheizung, Dieselwarmwasserbereitung, habe eine Solaranlage für die Stromversorgung. Und man kann gegen kleines Geld eben noch einen Inverter dabei haben, dass man auch dann entsprechend 220 Volt zurückgewinnt, um da eben einen Laptop, einen Föhn oder vielleicht eine kleine Kaffeemaschine betreiben zu können. Ja, gerade so lieb ist, hier die Tür mal aufmachst. Kurz mal reinhalten, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe innen drin die Verdunklungssysteme direkt mit eingebaut. Genau, die Verdunklungssysteme sind wieder ganz normal mit eingebaut in der Seitenverkleidung, also in den Türen, wie auch in der Front, die in den Plastikteilen integriert und verbaut sind. Wir haben wie meistens bei den neueren Fahrzeugen jetzt bei Etrusco das Galizia Sitzsystem drin, also sprich diese graue, hochmodische Farbe, die man auch aus den Einrichtungshäusern kennt. Man sieht oben das Etrusco-Pferdchen an der Kopfstütze, schön eingestickt. Sieht alles sehr stimmig und sehr rund und sehr schön aus und macht einen guten Eindruck. Ich habe eben mal drauf gesessen, es sitzt sich auch sehr automotiv straff. Ist also nicht so ein Polsterchen, wo ich so reinfalle, sondern das ist auch gedacht, dass ich da wirklich Tag und Nacht mitfahren kann. Du hast mir erzählt, die Fahrzeuge sind sehr leise. Ist das bei dem hier auch so? Ja, also der hat jetzt wieder das Dachfenster oben über der Sitzgruppe. Der ist natürlich leise, aber er ist nicht so leise wie der 540er, den wir im anderen Film gezeigt haben, weil dieses Dachfenster bei dem ja komplett fehlt.
Aber ansonsten klappern die Fahrzeuge nicht, da rappelt nichts dran, weil das alles sehr wertig im Innenraum gemacht ist. Und alles sehr schön verarbeitet ist, wie das bei Leica auch üblicherweise der Fall ist. Fahrzeug hat jetzt eine Fahrerhausklimaanlage, hat ein Tempomat drin, Radio drin, Navigationssystem drin. Ja, schauen wir uns gleich mal an. Die Sitze kann man drehen. Wenn du mal so lieb bist, den Sitz vorne mal drehst, dass man das einfach mal sieht, wie einfach das geht. Dann haben wir das mal gezeigt. Das heißt, du ziehst ihn ein bisschen nach vorne. Ich ziehe den einfach ein bisschen nach vorne. Dann gibt es hier so einen kleinen Hebel, den man lösen muss. Und dann kann man eben den Sitz einfach, muss noch ein bisschen nach vorne. So, und dann kann man den Sitz einfach hier eben rumdrehen. Genau, das machen wir gleich innen nochmal. Genau, ich komme jetzt weiter dran. Genau, ich wollte nämlich gerade ein Detail zeigen, wenn du noch mal kurz mal zurückdrehst. Nee, in die andere Richtung. Das mal ganz kurz zeigen. Denn unter dem Sitz befindet sich nämlich die Aufbaubatterie und da bietest du nämlich einen Service an. Man kann diese Batterie auf Wunsch, wenn man das mal ausgetestet hat. Hier ist nicht die Batterie drunter, hier ist das Steuergerät drunter. Die Batterie sitzt nur am Beifahrersitz. Ist nur am Beifahrersitz, Ja, okay. genau. Gut, das heißt also hier ist die Ladeeinheit. Genau, Sicherung vom Aufbau ist alles hier drin verbaut. Das komplette Steuergerät sitzt hier unten drunter vom Aufbau. Batterie sitzt da drüben. Was du da meinst, was wir machen, wir können die normale AGM-Batterie ausbauen und bauen dafür eine Lithium-Batterie ein, die halt eine viel höhere Entlade- und Ladekapazität hat. Ja, wir hatten kurz vorher den 45er gedreht, da hast du es mit angebunden. Genau. So, die Truma-Heizung, die Kombi D bedeutet Diesel. Du hast mir erzählt, du warst jetzt auf der Tour de France mit dem 45er, quasi der baugleiche. Du riechst sie nicht. Nein, ich habe dir auch schon gesagt, ich muss mich da ein bisschen revidieren, weil ich immer gesagt habe, Dieselheizungen sind Stinker. Man riecht die wirklich nicht, also ich habe selber nichts gerochen und von daher bin ich da total begeistert von, weil sie sind sehr, sehr gut und sehr gut entwickelt worden. Ja, vorne ist die Kassettentoilette. Wenn du die mal ganz kurz aufmachst, nur mal kurz reingucken, da ist eine ganz normale handelsübliche Tedford drin. Und die hält so, ich sag mal, je nachdem zwischen 2 und 5 Tage, wie man... Ja, das ist eine Frage, wie oft du Pipi machen gehst oder auf die Toilette gehst. Das muss man jeder dann eben selbst abschätzen. Aber hat halt 20 Liter Inhalt. Ja, das Schöne ist, ich habe Rahmenfenster mit drin, Genau, das heißt bündig. Rahmenfenster mit drin, schön bündig, auch wieder geräuscharm entsprechend und sieht optisch gut aus. Auch hier haben wir wieder den Effekt, du siehst innen drin nichts, obwohl du davor stehst. Also du siehst uns beiden Affen da stehen, aber man sieht drin nichts. Danke. So, kein Problem. Hier vorne haben wir noch eine Besonderheit, auch ein Rahmenfenster in der Toilette, da kann ich die Außendusche durchstecken. Genau, das finde ich sehr schön. Also bei den meisten Kastenwaren sind ja immer nur die kleinen Dachfensterchen. Hier habe ich ein schönes Rahmenfenster drin und da habe ich die Möglichkeit eben die Dusche rauszustecken. Wenn du das einmal ganz kurz machst, dass die Leute das mal sehen, da können es die Leute aus dem 45er. Genau, es gibt nämlich so einen kleinen Saugnapf, den gibt es im Zubehör, den kann man sich mit dazu nehmen und da kann man die Dusche durchstecken und kann damit zum Beispiel den Hund oder das Fahrrad einfach abduschen. Da ist der Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo So. mein lieber Sven. Hier Genau, ist wenn du deine das mal Dusche. ganz Du kannst rausziehst. duschen. Genau. Ich dreh mal auf, gell? Nein, bitte nicht aufdrehen. So, da kommt die Dusche raus, die kannst du rausstecken. Das ist auch lang genug, oder? Das ist 1,50 Meter. 1,50 Meter lang. Genau. Sehr schön. Danke. So, dann komme ich mal hier rum, zeigen wir mal das Heck. Denn auch hier ist eine Besonderheit. Das ist jetzt ein nagelneues Fahrzeug. Wir können Ihnen gleich mal zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Auf der rechten Seite oben ist die Markise. Eine Omnistor ist oben drauf. Und das Modell heißt 600 dB Type X. Machen wir bitte auf. Ja, Type X ist eben die Ausstattung mit den weißen Schränken. Gibt es natürlich auch in den anderen Ausstattungen, aber das ist im Moment das, was am meisten gefragt wird. Diese hellen Schränke, hochglanzpoliert, die auch von den Fingertatschen her kaum empfindlich sind. Viel besser wie ein mattes Holz, wo man viel öfters was drin sieht. Deswegen haben wir hier auch eben die Ausstattungsvariante Type X. Das Schöne ist, ihr habt das neue Schienensystem mit drin. Da gibt es sogar Zubehörteile. Da kann ich sogar Zigarettenanzünderkabel, da kann ich... Handy-Ladekabel, alles das kann man da reinstecken in dieses System. Hier sieht man rechts ist zum Beispiel gar nichts eingesteckt. Die kann ich einfach tauschen Genau. von links nach rechts. Von links nach rechts, die liegen dann im Optionskarton, der hier unten drin steht, drin. Das heißt, je nachdem, wo ich schlafen will, Genau. kann ich sogar die Lampen tauschen. Genau. So, der Jürgen hat sich mal reinbegeben. Und das ist das Lattenrost, das kann ich einfach hochklappen. Genau, das kann ich hochklappen. Hier ist die Arretierung. Klack, es ist eingerastet, rappelt nicht, wackelt nicht, schappert nichts und ist komplett fest. Besser wie sonst mit Bändern oder so halt irgendwie festgemacht. Das Schöne hat auch ein bisschen Druck hier von der Matratze. Das ist der Grund, warum es nicht so klackert oder irgendwas ist. Und
hier sieht man, jetzt kann ich hier komplett durchladen. Jetzt steht hier sogar schon was drin, über die komplette Fahrzeuglänge nahezu. Genau, das ist die Zubehörkiste. Das ist halt die Betriebsmappe drin, die ganzen Leuchten, alles das, was im Fahrzeug noch nicht eingebaut ist, ist da drin. Der Originalkarton vom Radio. Hier kann ich komplett einen Roller reinstellen. Ich kann ja auch diese Tür hier hinten noch rausholen. Siehst du ja, die hole ich jetzt mal hier raus, indem ich die einmal hier drehe. So, jetzt habe ich dieses Sperrbrett in den Händen und kann es auch wieder genauso einfach auch wieder reinstellen, wie ich es jetzt im Prinzip rausgeholt habe. Im Prinzip eine Ladungssicherung, Ladungssicherung, damit eben nichts nach vorne rutscht. Wenn ich aber einen Roller reinfahren will, dann fahre ich den hier rückwärts rein, habe den hier stehen und kann den hier verzurren und dann steht der bombensicher drin. Oder ein Fahrrad oder. Ja, schönes Design auch hier vom Boden, vom Fußboden. Hier sind die Zoösen drin. Genau, die Zoösen drin, sodass ich das schön auf den Boden verzurren kann. Und eine Decke drüber geschmissen, dann stehen die Sachen wirklich gut und fest drin. Oder 2 E-Bikes oder wie auch immer. Das, was man während der Fahrt nicht draußen stehen haben will, weil man sie dann geklaut bekommt. So, du hattest das Fahrzeug übrigens, du hast ganz kurz draufgeschlagen. Das hat nämlich einen Grund, weil die stehen unter leichter Spannung. So ist es nämlich, damit sie nicht rappeln. Genau, wenn du mir das nochmal zeigst und die nochmal zumachst, weil viele dann sagen, oh, da muss man ja draufhauen. Nee, ist es so, dass die je nachdem, entweder kommen sie gleich raus, ansonsten ganz kurz andrücken eigentlich nur. Du hast ja diese Gummidichtung und jetzt siehst du, und diese Gummidichtung, die hat halt einen Gegendruck. Die muss ja bei der Gaskiste auch dicht sein, damit eventuell, wenn man Gas ausströmen tut, nicht entsprechend in den Fahrerraum reinkommt. Und deswegen braucht man einfach nur leicht gegen die Tür zu drücken. Wenn ich drücke, klack, und dann springt die auf. Und dann, weil die Leute nämlich immer Angst haben, 2 Gasflaschen. Genau, 2x11 Kilo oder 2x5 Kilo. Ich darf die während der Fahrt betreiben mit dem Zusatzgerät? Die darf ich auch mit einem Crash-Sensor natürlich während dem Fahren betreiben. Der ist jetzt nicht integriert hier, aber den kann man jederzeit nachbauen. Das ist kein Problem. Das ist kein Aufwand, das könnt ihr machen. Gibt es ja überall so einen Crash-Sensor. Hier an der Seite, da habe ich jetzt noch Staufächer. Genau, da sind so kleine Staufächer für Flaschen reinzustellen oder für Kleinigkeiten reinzulegen. Gut, ja. Verstanden. Da vorne ist noch ein Staufach, das können wir uns gleich mal von innen angucken. Genau, das können wir von innen angucken. Schränke habe ich drin, da kann ich unglaublich viel ablegen auf beiden Seiten. Genau, da kann man die Kleider reinlegen, einmal rechts die Dame, einmal links der Herr oder Kind oder Mann und Frau, wie auch immer. Das macht jeder, wie er will. Schön. Also 6 Meter, kann man das noch im Alltag benutzen, das Fahrzeug? Also 6 Meter ist im Alltag genauso alltagstauglich wie ein 45er. Man muss halt wissen, dass man 60 cm mehr hat und dann eben entsprechend schon nicht mehr überall hundertprozentig auf den Aldi- oder Lidl-Parkplatz fährt. Passt, und wenn man irgendwo sonst parken will, kann es schon mal sein, dass er hinten ein bisschen raussteht. Hier ist die Wassereinfüllstützen, um das Frischwasser aufzufüllen. Auch verschlossen. Aluminiumfelgen auch serienmäßig dran. So, auch hier wieder die Fenster. Den Teil vom Innenraum haben wir kurz gezeigt. Bei 6 Meter Länge habe ich natürlich etwas mehr Platz. So. Ich habe natürlich etwas mehr Platz, aber der Platz ist im Prinzip nur hinten am Bett, weil das Bett ist breiter wie bei dem 45er. Ansonsten ist der Platz innen drin fast identisch mit dem 45er. Und die 6 cm kommen dem Bett zugute, nahezu. Dem Bett, und du siehst hier das, was die Frauen lieben, vollwertige Schränke, um Kleider oder Röcke reinzuhängen. Und das ist das, was mich am Kastenwagen hier bei dem sehr, sehr gut gefällt, dass er wirklich diese beiden Schränke hat und damit eine optimale Ausnutzung hat, auch um mal feinere Sachen vielleicht mal mitzunehmen, trotzdem, wenn man mit dem Wohnmobil fährt. Auch hier ist es so, die haben einen leichten Gegendruck. Genau. Das heißt, wenn ich hier reinmache, damit nichts klappert. Du hast mir erzählt, die klappern so gut wie gar nicht. Nee, die sind also total fest hier. Da ist nichts da, ich drücke dagegen, da ist nichts, was da rappelt oder scheppert. Das ist das, was das Fahrzeug wirklich extrem leise macht und extrem schön macht auch. Das ist unten genau dasselbe. Da sind jetzt Ablagefächer drin. Und hier auf der Seite auch bei den größeren Schubladen jetzt entsprechend eben für die... Genau, da war nämlich der Kühlschrank beim 45er, war hier vorne auf der Stirnseite drin. Genau, und der ist hier anders. Der haben wir jetzt anders. Und dafür haben wir hier die Schubladen etwas größer, auch selbstanziehend. Und hier auch wieder ein schöner großer Schrank, Ja. der entsprechend wieder Möglichkeiten hat, um die schwereren Sachen zu lagern. So, der ist knatschneu, muss man dazu sagen, wenn irgendwas nicht auf Anhieb geht. Ich glaube, ihr habt noch gar keine Abnahme gemacht bei dem. Nein, das Fahrzeug ist neu gekommen. Der steht jetzt gerade so, und da habe ich gesagt, komm vorbei, wir müssen den filmen, weil der mir sehr gut gefällt. Hier siehst du jetzt, hier haben wir eben einen Zweifachkocher drin mit Glasplatte, mit den beiden Regeln, und hier eben ein Schneidbrett oder gleichzeitig die Ablage fürs Spülbecken.
Auch hier, guckt ihr den Wasserhahn an. Der sieht so aus wie der, den ich letzte Woche bei dir in der Küche gesehen habe. Also ist die gleiche Qualität. Ist wahrscheinlich genau dasselbe. Ne? Hallo hier. Nein, du willst damit sagen, ich habe es im Komfort wie zu Hause. Genau, also der Design, den man jetzt heute sieht bei diesen Wasserhähnen, ist so wie zu Hause. Da siehst du Nicht mehr jetzt, wie früher bei meinem Tabat. ja, wo du da die kleinen Futschelteile hattest, sondern das ist halt wie zu Hause heute. Das ist, was ich damit sagen will. So, ein großer Kühlschrank, Auch auch der Kühlschrank, der große 12 Volt LED-Kühlschrank von Tedford mit dem Gefrierfach oben drin. Also für eine Eispackung, für ein Fleisch oder irgendwas. funktioniert. Funktioniert mit 12 Volt. Ist extrem leise, du hörst nichts. Ein Kompressorkühlschrank schalte ich an. Ich habe den jetzt angeschaltet. Hier oben siehst du jetzt die LED-Leuchte. Jetzt ist er warm. Jetzt Es ist so leise, dass also es du ist hörst nur kaum was. kaum was. Jetzt genau. muss er natürlich, weil er nie gelaufen ist, muss er natürlich Einmal erstmal kurz. kühlen. Ja. Ansonsten ist das eben auch dann wieder unten drunter. Guck hier auch nochmal ein schöner Schrank, der jetzt natürlich auch nicht aufgeht, wenn man will. So, jetzt ist er auf. Auch da wieder entsprechend die müssen wir einstellen. Da ist nichts eingestellt bei den Teilen noch. Genau. Wenn die kommen, ihr macht eine komplette Überprüfung vom ganzen Fahrzeug. Also wir haben da mittlerweile auch bei uns nochmal eine Umstellung gemacht, kann ich dir gerne sagen, weil ich glaube, du weißt es auch noch nicht. Ich habe einen externen Mann eingestellt, der nichts anderes macht, wie bei uns die Fahrzeuge, bevor sie an den Kunden rausgehen, einmal komplett zu checken. Der ist selbst Wohnmobilfahrer seit 40 Jahren, hat von uns ein krachneues Wohnmobil vor ein paar Jahren bekommen und macht im Moment nichts anderes, wie die Autos einmal zu checken. Der macht das, was der Kunde letztendlich macht, wenn er bei uns beim Hof weggefahren ist und testet alles einmal durch. Und der macht dann, wenn uns was nicht aufgefallen ist bei der Endkontrolle, macht der dann nochmal eine Liste und schaut genau nach, was ist das und behebt das oder lässt es beheben von unseren Technikern. Sodass wir jetzt mittlerweile sagen können, dass die Fahrzeuge rausgehen, ohne dass sie irgendwelche Mängel haben, die wir im Stand der Fahrzeuge übersehen haben könnten. Was wir natürlich nie beseitigen können, ist, dass wir in dem Fahrzeug nicht leben. Da kann immer mal was noch kommen, aber so die normalen Sachen, die man feststellen müsste, die haben wir jetzt alle abgestellt. Wie zum Beispiel Schränke oder irgendwas geht nicht richtig zu. Es Also ist das, was wir gerade gesehen haben. Genau. Genau, wir hätten das Video jetzt auch abbrechen können, aber das ist normal. Wenn du ein neues Genau. Auto kriegst, da ist mal ein Schrank, der wird halt eingestellt und Ende Und ist. das hat auch nichts mit der Preisklasse zu tun. Das ist bei den 80.000 und 90.000 Euro genauso wie jetzt bei dem hier mit 55.000. Auch hier haben wir wieder den großen Pushlock-Schrank drin. Also wo man eben Duschsachen oder irgendeine Zahnbürste was reinstellen kann. Steckdose drin. Steckdose drin, hier haben wir einen Lichtschalter. So, hier gibt es dann zusätzlich noch das Dachfenster, was wir bei dem 45er ja nicht hatten. Also das heißt, wir haben das Seitenfenster und das Dachfenster. Hier kannst du also richtig auch mal Zugluft machen für das spezielle Geschäft, wenn du Okay. verstehst, was ich meine. Achso, Typ 2. Genau. Und von daher, auch hier ist die Toilette wieder komplett drehbar. Auch hier haben wir wieder die Duschholzwanne, die unten drin liegt, die man rausnehmen kann, um eben zu duschen drin. Unten siehst du die Toilettenpapierhalterung, die auch in dem 45er schon drin war, serienmäßig. Der Spülknopf Spülknopf auch wieder da mit einer Belüftung. und der Heizung, die Heizungsöffnung. Und die Heizung. Und hier haben wir auch wieder die Tür, die wirklich satt schließt und die da entsprechend sehr ruhig ist, ohne dass man da große Klappergeräusche hört, was oft bei den Rollladen eben der Fall ist. So. So, der Handtuchhalter noch kurz, ein kleines Detail. Da kann ich also auch. Also ich kann hier zwei kleinere Handtücher Warte, hinhängen. zeig mal gerade, da unten. Ja. Also hier zwei kleinere Handtücher. Ich habe hier oben verschiebbar für größere Handtücher und kann halt hier den Deckenhalter nochmal runter machen, um Hosen, Handtücher, Badelaken, egal was aufzuhängen, was getrocknet werden müsste. Also und da ist eigentlich an alles gedacht. Dann haben wir hier unten einen Schrank, den wir eben von hinten gesehen haben. Da Ja. kann man auch nochmal schwere Hängen. Sachen reinladen. Genau. Oder reinstellen, eine Bierkiste, Konserven, Cola-Dosen, Getränkeflaschen, alles das, was schwer ist, sollte man immer nach unten lagern. Und auf der anderen Seite genau das gleiche, nochmal ein kleineres Fach für kleinere Sachen reinzutun. So, und hier könnte ich auch einen Hund nach hinten machen. Das heißt also durch den, ich sag mal, durch die Trennung, die ich hinten drin habe, könnte ich ein Körbchen reinlegen, den zum Beispiel nach hinten machen.
Das würde gehen. Er kann auch vorne liegen. Was wir hier schon gemacht haben, ist diese Trittstufe weggemacht und haben da im Prinzip auch eine klappbare Tür mit so einem Gitterrost reingemacht, sodass der Hund auch im Prinzip nicht während der Fahrt hin und her laufen konnte, sondern praktisch in dem hinteren Bereich war, wie in der Box. Okay. Und hinten, wenn du mal ganz kurz rauskommst, Jürgen, sagen wir so nett, dann zeige ich mal gerade hinten nochmal, wie der Aufbau ist. Also hier habe ich dann meinen Lattenrost, habe die komplette Breite, ist ein Querbett und liege dann hier drin. Hier oben habe ich dann die Schränke mit drin und das hier ist die Trennklappe, die so hier drin ist. Die kann ich einfach rausnehmen, die trennt dann den vorderen vom hinteren Bereich ab und so kann ich das Fahrzeug im Alltag auch als Transportfahrzeug benutzen und das Ganze fertig machen. Hier hinten habe ich ein kleines Detail, hier habe ich noch einen 12-Volt-Anschluss. Hier könnte ich zum Beispiel auch einen Wechselrichter einfach dran machen, so einen kleinen. Also wenn ich jetzt mal ein Notebook laden möchte, gibt es ja für 12 Volt. Für 12 Volt kann ich da einstecken, genau. Drüber ist eine Steckdose. Hier unten drunter ist der Schalter für diese Beleuchtung hier. Dann haben wir hier das top bedienbare und sehr einfach zu bedienende Bedienpanel der Heizung. 40 Grad warmes Wasser, 60 Grad warmes Wasser oder Heizung nur oder Heizung mit warmem Wasser. Da kann jeder, ohne dass er eine Bedienungsanleitung liest, das Ding bedienen und es funktioniert immer. Und das ist das Schöne, auch wie das Bedienpanel hier oben rechts. Da brauche ich nicht groß tagelang mir Bedienungsanleitungen anzuschauen. Ich habe den Hauptschalter, den mache ich aus oder mache ihn an. Kann hier die Batteriezustände abfragen, Fahrerhausbatterie, Aufbaubatterie und die Wasserzustände abfragen. Und ich habe alles im Blick, was ich brauche. So, das Navi hier ist schon eingebaut diesmal. Da ist eine Rückfahrkamera mit drin in dem Fall. Rückfahrkamera ist mit drin. Auch da haben wir darauf Wert gelegt, man sieht den kleinen Schalter hinten links, rechts vom Lenkrad. Wenn man steht, damit man die Zündung nicht anlassen muss, kann man da eben entsprechend das Radio anstellen, sodass die Spannung des Radios von der Aufbaubatterie kommt, sodass man eben da keine Probleme hat, die Fahrerhausbatterie zu entladen. Zum Radio hören. Übrigens das, was wir eben gezeigt haben, man kann das hier verdunkeln. Das Verdunklungssystem ist in die Tür mit eingebaut. Und hier oben, Jürgen, bitte? Ja, hier oben ist noch ein Ablagefach, da kann man auch Kleider reinlegen, kann Rucksäcke reinlegen oder dergleichen. Das ist alles machbar. Und hier hat man eins der großen Schränke, da sieht man, das Fahrzeug ist krachneu, da sind die Folien noch drin, die da entsprechend über die Sitze jetzt drüber machen. Was interessant ist, sind die Vollkorpusmöbel. Das heißt, ich sehe da kein Blech hinten da, sondern die haben eine Rückwand mit drin. Genau, die haben eine richtige Rückwand mit drin. Das ist ein kompletter Schrank, der so reingehangen wird, wenn das Fahrzeug ausgebaut wird. Unter der Sitzbank ist dann Technik verbaut, also die Heizung verbaut, Wasserleitungen verbaut und so weiter und so fort. Filter. So, eine Lederstoffkombi mit drin. Genau. So, die Sitze haben wir eben schon kurz gezeigt, die kann man drehen. Das geht auch ruckzuck. Hier unten ist so ein kleiner Hebel dran. Den ziehe ich einfach nur, mache den einmal kurz nach vor und zurück. Wenn du mal gerade so ein bisschen Beifahrersitz einmal kurz drehst. Also ich mache einfach den Sitz so weit wie möglich nach vorne, ja. Hier an diesem Hebel und kann eben den Sitz ganz normal drehen, kann mich draufsetzen und mache den wieder entsprechend nach hinten. Und dann habe ich halt hier entsprechend auch die Möglichkeit, da zu sitzen. Sehr schön. Ich kann auch Face-to-Face, wenn ich hier vorne umdrehe, kann ich mir gegenüber sitzen. Genau, hier habe ich halt die Möglichkeit, den kleinen Ausstelltisch hier noch hoch zu machen, um einen Kochtopf draufzustellen, um einen Teller draufzustellen, um irgendwas. Und das Ganze auch wieder genauso schnell zusammen zu machen und wieder einzurasten. Auch hier ist das, was mir oft auffällt bei den Kastenwagen, das sind so kleine Details, was das Rappeln letztendlich verhindert. Hier ist, schau unten drunter, hier siehst du diese Halterung, die hier ist, die rastet komplett ein. Ich muss da also richtig mit Gewalt dagegen drücken. Jetzt pass auf, klack. Und das verhindert, dass da die Teile eben rappeln während der Fahrt, was sonst bei vielen Fahrzeugen eben der Fall ist. Dann hat man innen drin so hohe Nebengeräusche, die dann eben immer störend sind, mich zumindest stören. Und hier habe ich eben keine Innengeräusche, die eben stören. Und vom Design her, denke ich, ist das Fahrzeug sehr modern, sehr schön, sehr ansprechend mit warmen Tönen. Prima, ich habe eine Solaranlage am Dach. Solaranlage am Dach, habe ich ja schon gesagt. Die Sattanlage ist oben drauf. Fahrzeug ist im Prinzip komplett ausgestattet. Das Einzige, was man eben für kleines Geld dazu machen könnte, wäre, um komplett eben autark zu sein, ein kleiner Inverter, 1000 Watt, sodass man eine kleine Kaffeemaschine oder eben ein Haarföhn oder ein Laptop oder ein Tablet eben mit 230 Volt zu betreiben. So. Die Fahrhausklimaanlage ist immer dabei bei den Fahrzeugen. Das heißt also, während der Fahrt habe ich es kühl. Ja,
ich kann hier nicht so viel falsch machen. Das heißt, ich zahle insgesamt, wie ist der Preis? 55.600 für dieses Fahrzeug in der Komplettausstattung. Neu, also 0 Kilometer, 2 Kilometer, glaube ich, hat er drauf, habe ich eben gesehen. Der hat auch keinen Vorbesitzer gehabt. Der hat keinen Vorbesitzer gehabt, das Keine sind neue Tageszulassung. Fahrzeuge, keine Tageszulassung. Die Fahrzeuge kommen vom LKW, werden hier hingestellt und werden dann fertig gemacht, sobald die Fahrzeuge verkauft sind. Sehr schön. Ja, die sind viel leiser geworden. Wir zeigen das mal gerade. Das hat mich auch eben gewundert, die Aufbaubatterie war voll. Normalerweise, wenn du kommst, dann 8 Kilometer, 8 Kilometer hat er drauf. Kilometer hat er drauf. Und die Sprache ist sogar noch italienisch, Genau. denn der wird ja in Italien gebaut. Ja, komm mal raus, machen wir die Abmoderation, Jürgen. Etrusco, ihr habt Etrusco jetzt seit einigen Jahren im Programm. Du hast mir damals schon 2 gesagt, Jahren, ja. 2 Jahren im Programm. Die bauen tolle Autos. Ja, Jetzt- die Autos sind toll, wir haben sie in der Vermietung. Die Fahrzeuge sind robust, die Fahrzeuge sind wertstabil, sind von der Optik außen schön, sind von der Optik innen schön. Man hat immer dieses italienische Toskana-Flair in den Innenfahrzeugen drin. Und wenn du hier auf unseren Platz schaust, siehst du auch viele Etrusco stehen. Die gesamte erste Reihe sind alles Etrusco-Fahrzeuge. Die Fahrzeuge haben bei uns einen sehr großen Anklang gefunden. Die Leute kommen gezielt und fragen danach. Wir sind eigentlich der größte Händler hier im Südwesten. Nicht eigentlich, wir sind der größte Händler im Südwesten. Und von daher haben wir da einen großen Zuspruch zu den Fahrzeugen, wofür wir uns nicht verstecken brauchen, weil sie qualitativ sehr, sehr schön und sehr gut sind. Genau, ich muss dazu auch verweisen auf einige Videos, die wir schon gedreht haben. Etrusco-Videos, zum Beispiel i6900 SP haben wir ein Video gedreht und Co. Die voll integrierten, die haben es ja vielen Leuten angetan. Ja, Jürgen, wenn ich die Fahrzeuge haben möchte, da gibt es eine Adresse. Wir sind tatsächlich im Saarland, in Saarlouis. Genau, wir sind im Saarland, in Saarlouis. Wir sind hier jetzt im Moment in der Lilienthalstraße. Das ist unser Ausstellungsgelände. Da haben wir mittlerweile auch neu Verkaufsbüros dabei, so dass man am besten, damit wir uns auch richtig um die einzelnen Kunden kümmern können, anrufen, einen Termin vereinbaren, damit wir da keinen Selbstbedienungsladen draus machen, wie bei McDonald's, wo einer nach dem anderen schnell abgefertigt wird. Wir wollen gern Zeit haben, damit Sie auch mal gegebenenfalls mit so einem Auto fahren können, Termin machen und dann vorbeikommen. Der weiteste Weg lohnt sich. Ich sage immer, wir machen die besten Preise deutschlandweit. Ja, ich nehme mich beim Wort. Ja. Vielen Dank, Jürgen Jung. Bitte. Wohnmobile-saarland.de, da ist er, der 600 dB in der Ausführung X-Type. Type X. Type X, Genau. so ist es. Nicht X-Type, sondern Type X. In der wunderschönen Farbe, ja, ist ja gar keine Farbe, ist ja ein Grauton. Grau mit schwarzen Akzenten. Genau. Tschüss, Jürgen. Ja, tschüss. Sven.